Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zur ersten Ausgabe unserer Podcast-Reihe zu Leben und Lernen in Deutschland. Wie der Titel schon verrät, besprechen wir Themen, die interessant sind, wenn man nach Deutschland kommt, hier studieren und sich eine Zukunft aufbauen möchte. Wir begrüßen regelmäßig Gäste, die Einblick in ihren Arbeits- und Studienalltag geben und verraten können, wie man hier erfolgreich ist. In dieser Folge spreche ich mit Nguyen Ngoc Win, dem Leiter der WBS-Schule in Hanoi. Win hat viele Jahre in Deutschland studiert und gearbeitet. Er berichtet über seine Zeit am Studienkolleg und wie er sich in Deutschland zurechtgefunden hat. Warum hast du dich für Deutschland als Studienland entschieden? Ja, das war eigentlich ein Zufall. Also mein bester Freund im Gymnasium, also der saß neben mir am Tisch. Sein Vater hat in Deutschland auch studiert und nachdem er das Abitur gemacht hat, hat sein Vater ihn nach Deutschland zum Studium geschickt. Ich habe ihn dann zum Flughafen begleitet und war sein Vater auch dabei. Und er hat mich dann gefragt, ob ich auch Interesse hätte, in Deutschland zu studieren. Genau, und das war dieser Anlass, warum ich mich für Deutschland entschieden habe. Natürlich habe ich danach auch im Internet über Deutschland recherchiert, ne? Und auch über das Studiensystem von Deutschland, mich über das Studienprogramm in Deutschland informiert. Und ich habe festgestellt, dass Deutschland einer der weltführendes Land im Bereich Industrie und technische Studiengänge ist. Und ich war im Gymnasium sehr interessiert in Physik. Deswegen habe ich ja eine Studienrichtung im Fahrzeugmechatronik ausgewählt für mein Studium. Und Deutschland ist ein der besten Autobauer in der Welt. Deswegen habe ich mich für ein Studium in Deutschland entschieden. Was musstest du tun, um nach Deutschland ins Studienkolleg zu kommen? Genau, um ins Studiencollege zu kommen, muss man einen Aufnahmetest schreiben, weil ich damals einen T-Kurs im Studiencollege besuchte, musste ich für diese Aufnahmetest einmal Deutsch und einmal Mathe machen, für diese Aufnahmetest. Und war das schwierig? Hast du dich dafür vorbereitet? Also ich habe darauf sehr gut vorbereitet. Also in Vietnam habe ich ungefähr 6 Monate Deutsch gelernt, bevor ich das Visum bekommen habe. Und danach habe ich auch weiter für diese Aufnahmeprüfung trainiert. Das war dann Deutsch. Deutsch war schwerer. Und Mathe war eher nicht so schwer inhaltlich, aber da muss ich auch die neuen Wörter lernen, um den Inhalt der Aufgaben verstehen zu können. Na gut, danke. So, hast du dich vorher an der Uni beworben, bevor du ins Studienkolleg gekommen bist? Ja, natürlich. Das ist auch eine Voraussetzung für den Besuch des Studiencollege. Man braucht vorher einen Zulassungsbescheid einer Universität in Deutschland. Da habe ich mich bei der Uni oder bei der TU Dresden beworben. Und habe eine Zulassung bekommen von der TU Dresden. Gut, und dann bist du ans Studienkolleg gegangen. Wie war deine Zeit am Studienkolleg? Was fandst du am schwierigsten? Was hat dir am meisten Probleme bereitet? Genau, meine Zeit am Studiencollege war auch meine erste Zeit in Deutschland überhaupt. Da war meine Deutschkenntnisse noch sehr wenig und das ist auch für mich die größte Hürde,
um sich an ein neues Leben, eine neue Umgebung anzugewöhnen. Ne? Also in den ersten Unterrichten habe ich sehr wenig verstanden, weil wir im Studiencollege nicht nur Deutschunterricht haben, sondern auch noch verschiedene Fächer. In meinem T-Kurs waren noch Informatik, Mathematik, Physik und Chemie. Und da waren ja auf einmal sehr viele neue Wörter in verschiedenen Gebieten. Und das war eine große Herausforderung am Anfang für mich. Was hast du gemacht? Weil wenn du sagst, du hast am Anfang Schwierigkeiten gehabt, die Wörter zu verstehen. Und was hast du da gemacht, um da mitzukommen? Also ich habe keine andere Wahl, als fleißiger zu lernen, also mehr Zeit in der Bibliothek zu verbringen, im Internet nach verschiedene Wörterbücher, Wikipedia und sonstige Quellen zu recherchieren. Also ich finde das Selbststudium auch sehr wichtig. Man muss vor jedem Unterricht sollte man vorbereitet sein. Man sollte die Skripte schon vorher lesen und die neuen Wörter auch schon mal übersetzen, damit man den Inhalt schon einigermaßen versteht. Und im Laufe des Unterrichts, weil die Lehre meistens sehr schnell redet, hat man dann keine Zeit mehr, um ins Wörterbuch reinzugucken. Verstehe. Ja, da komme ich gleich zur nächsten Frage. Wie viel Zeit hast du in der Woche außerhalb vom Unterricht so etwa gebraucht? Ich denke, ich brauche jeden Tag noch 4 Stunden mindestens für das Selbststudium zu Hause. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Wie hast du dich auf die Feststellungsprüfung vorbereitet? Das ist ja so die größte Prüfung im Studienkolleg und die macht auch den meisten die größten Sorgen. Genau. Ja, also nach einem Jahr habe ich dann diese Feststellungsprüfung gehabt und wie gesagt, das besteht aus 4, 5 verschiedene Teilprüfungen in verschiedenen Fächern und die schwierigste Prüfung war für mich auch Deutsch, weil man da auf mindestens Niveau C1 bestanden haben muss, um überhaupt studieren zu dürfen. Die anderen technischen Fächer waren weniger problematisch für mich, weil in Vietnam wir auch sehr viel technisch schon gelernt haben. Ja, und wie gesagt, Fleiß, Engagement und vor der Prüfung auch mehrere Tage in der Bibliothek Zeit verbringen und lernen und auch gemeinsam und zusammen mit den Mitschülern ein Team bilden und zusammen lernen. Das war auch sehr wichtig. Erstens können wir uns im Team austauschen und zweitens können wir uns auch gegenseitig motivieren. Genau. Was hat dich am meisten gefordert? Also du hast ja schon geschrieben, du hast ja schon erzählt, was du am schwierigsten fandst, aber was war so das, wo du am meisten Arbeit reinstecken musstest? Wie gesagt, Deutsch ist die größte Hürde und Deutsch heißt im Allgemeinen nicht nur die Deutschkenntnisse, sondern auch die deutsche Kultur, die deutsche Mentalität, die deutsche Disziplin und die deutsche Pünktlichkeit. Daran muss man sich halt gewöhnen und auch halten und dafür braucht man auch Zeit. Ich denke, ich brauche dafür 1, 2 ersten Jahren, um überhaupt ins das deutsche System richtig reinzukommen. Also wahrscheinlich, oder ich kann mir vorstellen, dass in Deutschland zu lernen ja doch auch ganz anders ist als jetzt zu Hause bei dir in Vietnam. Das auch, ja. Also im Studiencollege war noch ähnlich, weil die Gruppen klein und überschaubar waren. Also wir
also jede Klassen oder jede Kurse. Da gab es T-Kurs, M-Kurs, also T heißt Technik, M heißt Medizin, W-Kurs heißt Wirtschaftskurs und so weiter. Jede Gruppe besteht aus ungefähr 20 Schülern, das ist noch überschaubar. Aber als ich im Studium war, da haben wir ja auch große Seminare, wo bis zu 500 Schüler gemeinsam in einem großen Hörsaal zusammensitzen. Und das war mir auch sehr neu. Ja, also du hattest erzählt, dass es für dich auch viel Zeit gekostet hat, dich an die deutsche Mentalität zu gewöhnen. Das hört man ja häufig, dass dass den Deutschen gesagt wird, dass sie sehr pünktlich sind. Ja. Wie war deine erste Zeit in Deutschland? Du hast ja erzählt, also das erste Jahr, das du am Studienkolleg verbracht hast, war auch das erste Jahr in Deutschland. Wie war es zum Beispiel, wie hast du Kontakte geknüpft? Hast du dich mit Deutschen, hast du da Deutsche kennengelernt oder hast du eher so am Studienkolleg mit den anderen Kollegiaten Kontakte geknüpft? Und wenn du Deutsche kennengelernt hast, wie war das? Also im Studiencollege haben wir eher weniger Kontakt mit Deutschen direkt. Also wenn dann mit Lehrern und Lehrerinnen am Studiencollege. Ansonsten haben wir ja Kontakt zu den ausländischen Mitstudenten, die mit uns zusammen das Studiencollege besucht haben. Oder unter uns, also oder unter den vietnamesischen Community haben wir auch ständig Kontakt. Aber ich persönlich suche auch nebenbei persönliche Kontakte zu Deutschen. Zum Beispiel, wenn ich im Zentrum einen Spaziergang mache oder im Straßenbahn und ich bemerkt habe, dass ältere Deutschen Schwierigkeiten haben oder Hilfe brauchen, dann bin ich immer sehr offen und bin ich auf die Leute direkt zugegangen und habe dann angesprochen und gefragt, ob die da Hilfe brauchen. Ja, vielleicht nur bei Kleinigkeiten, also wenn sie da irgendwas zu Schweres tragen müssen oder irgendwas fahren gelassen, dann habe ich denen bei solchen Kleinigkeiten geholfen und versucht dadurch auch ins Gespräch zu kommen, um Deutsch zu üben. Und manchmal entstanden daraus auch längere Kontakte und wir können ja auch Termine vereinbaren für irgendwas zusammen, also ob Hobbys oder Lebens oder ein Unterhalt. Also das war meine Herangehensweise, um Kontakte zu knüpfen oder auch durch Sport. Also ich spiele Basketball und Fußball. Da ging ich auch dann zu Fußballplätzen oder Basketballplätzen und versuche mitzuspielen und dadurch auch Kontakte mit den jungen Deutschen zu knüpfen. Das klingt sehr interessant. Ja, wir haben, also alle, die im Ausland studieren, kennen das ja, dass es am Anfang sehr schwierig ist, Kontakte zu knüpfen, auch wegen der Sprache und weil man noch nicht so weiß, wie man sich verhalten soll. Ja, ich konnte mich noch an eine andere Herangehensweise erinnern, und zwar, wir haben ja auch Ferien, ne? Im Studiencollege haben wir ja auch Winterferien, Sommerferien etc. Und in diesen Ferien suche ich meistens einen Nebenjob. Am Anfang konnte ich noch nicht gut Deutsch und konnte ja schwierig einen Job finden, aber ich habe dafür geübt. Und zwar bin ich zum Arbeitsamt gegangen. Damals hatten wir noch kein Smartphone oder Internet, so wie heute. Und die Kommunikation war meistens noch über das Telefon. Und das war damals auch sehr teuer. Aber
der Vorteil ist, in jedem Arbeitsamt gibt es sogenannte Jobcenter und da gibt es Festnetz-Telefonverbindungen, wo man als Arbeitssuchender oder Jobsuchender kostenlos nutzen können. Man kann zwar nur unter Festnetznummer anrufen, aber das ist alles kostenlos. Und ich habe immer die Jobzeitungen genommen oder Zeitungen genommen, wo Jobausschreibung gibt. Und da habe ich mir dann die passende Stelle rausgesucht und dann versucht, den Arbeitsgeber anzurufen. Ah ja. Genau, und dadurch übte ich Deutsch. Also ich denke, wenn man einen Satz oder einen längeren Text in einem Kontext mehrfach übt, dann wird das besser im Kopf eingeprägt. Und man kann dann auch in ähnlichen Situationen besser verwenden. Ah ja. Es kommt dann authentischer raus. Ja, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wie hast du deine Zeit am Studienkolleg finanziert? Also ich meine jetzt nicht die Kosten für das Studienkolleg, sondern so deine Lebenshaltungskosten und was du so in der Freizeit gemacht hast. Du hast gesagt, du hast in den Ferien gearbeitet. Ja. Um ein Visum für das Studium oder für den Besuch des Studienkollegs zu bekommen, muss man als ausländischer Student ein Sperrkonto anlegen. Und da muss man Geld einzahlen und nachweisen. Und in Deutschland können wir monatlich, damals noch, keine Ahnung, 600 € im Monat abheben. Das war schon fast 20 Jahre her. Jetzt aktuell braucht man im Monat 860 oder 861 €. Aber damals hatten wir nur 600 € im Monat gebraucht. Wobei das ja der Bemessungssumme für einen deutschen Studenten. Wir als ausländischer Student, wir sind sparsamer, die meisten, oder ich in dem Fall, sind sparsamer. Und wir teilen ab und zu mal auch zu zwei eine Wohnung oder ein Apartment, ein einzelnes Apartment, damit die Mietkosten gering bleibt. Und mit 600 € kann ich damals vielleicht auch 2 Monate aushalten, sowas. Ja, also sehr sparsam, alles selber kochen, kein Restaurant, kein Diskothek, nichts rauchen, also alles sehr sparsam. Mhm. Was war für dich am schwierigsten und was hat dir am meisten Probleme bereitet? Also mich persönlich gab es verschiedene Hürden, die ich alles überwunden haben konnte. Aber wenn ich meine Mitschüler aus Vietnam oder aus China betrachtet habe, die größte Hürde, so wie ich gesagt habe, ist die Sprache. Erstens die Sprache und zweitens die Kultur und das deutsche System mit Disziplin und Pünktlichkeit. Wenn man sich da nicht anpasst, dann wird man ausgegrenzt, wird man nicht aufgenommen. Und man wird dann schnell scheitern. Egal ob an der Arbeit oder am Studium oder auch im Studiencollege. Wenn man sich nicht bemüht, wenn man dann keine Mühe gibt und wenn man nicht fleißig lernen oder arbeiten, dann ist die Gefahr hoch, dass man das nicht schaffen kann. Was fandst du in Deutschland am komischsten? Was fandst du seltsam? Was fandst du ja lustig? Was konntest du schlecht verstehen, dass die Deutschen das machen? Komisch? Ja, eher ungewöhnlich. Also ich finde, die Deutschen, die sind im ersten Blick ziemlich kalt und zurückgehalten.
Aber wenn man sich mit Deutschen gut befreundet, dann ist der Deutsche immer ein sehr vertrauensvoller Freund. Ansonsten, die Deutschen sind auch sehr sparsam, also in dem Sinne sparsam und nicht geizig. Man spart an jeden Ecke, wenn man kann. Und das fällt an Asiaten oder an Vietnamesen. Wir haben hier, so wie ich gemerkt habe, insbesondere nach jahrelangem Aufenthalt in Deutschland, als ich hierher zurückkam, sehe ich, dass die Leute hier, obwohl die nicht so reich sind, so wie in Deutschland, aber viele Ressourcen verschwendet. Zum Beispiel Strom und Energie. Ja, man lässt in dem Haus überall Licht an, obwohl man in dem Raum sich nicht befindet. Und das mag die Deutschen nicht. Am Anfang war auch ein bisschen ungewöhnlich, weil in Vietnam lassen wir überall Licht anbrennen. Aber wenn man das dahinter versteht, alles mit Umwelt schonen und so weiter betrachtet, dann ist es diese Sparsamkeit immer sehr gut. Es ist nicht nur wegen Geld, sondern auch für die Umwelt. Verstehe. Ja, und jetzt meine letzte Frage, die also ich mir auch häufig gestellt habe, als ich im Ausland länger war. Was hättest du gerne gewusst, bevor du nach Deutschland speziell als Studienkolleg gekommen bist? Was wusstest du nicht? Was wäre für dich wichtig gewesen zu wissen? Das sind die ganzen Behördengänge, weil wenn wir in unserem Heimatland sind, haben wir solche Behördengänge nicht. Also wir müssen keine Aufenthaltsverlängerung machen. Für uns war auch diese Abschließen von verschiedenen Verträgen auch neu, weil wir da damals noch jung waren und bei den Eltern wohnen, und die meisten Behördengänge hat ja vielleicht die Eltern für uns alles gemacht, und das war alles neu für mich und hat auch Zeit gekostet, und manchmal kann das auch einen negativen Einfluss auf das Aufenthalt oder auf das Visum bewirken, wenn man sich nicht gut vorbereitet. Ja, also mir ist aufgefallen, dass deutsche junge Menschen relativ schnell im Vergleich zu anderen im Ausland selbstständig werden. Also sie ziehen sehr schnell aus und wollen sich unabhängig von den Eltern machen. Ja. Ist das bei euch auch so gewesen oder ist das etwas Neues für dich? Wie gesagt, diese Selbstständigkeit ist nicht üblich bei uns in Vietnam. Also die Kinder wohnen sehr lange bei den Eltern. Also nicht nur während des Studiums, sondern vielleicht auch später, wenn sie dann heiraten, wohnen sie trotzdem noch weiter bei den Eltern. Und das ist ja traditionell so bei uns, dass mehrere Altersgruppen gemeinsam unter einem Dach wohnen, also Oma, Opa, Vater, Mutter, Sohn, also und deren Eheraten, Ehefrau, Ehemann gemeinsam, vielleicht auch noch mit den Kindern, also zusammenwohnen. Und das ist dann in Deutschland ganz anders. Ja, also ich denke, dass man in Deutschland auch sehr selbstständig auch, wenn man aus dem Ausland kommt, auch sehr selbstständig sein muss. Bei uns ist es üblich, dass manchmal 4 Generationen unter einem Dach zusammenwohnen. Wir wohnen auch weniger in WG, in Hochhäuser. Also früher, jetzt gibt es immer mehr WG und Hochhäuser. Aber trotzdem wohnen mehrere Generationen gemeinsam unter einem Dach, und von daher sind die Kinder auch sehr auf den Eltern oder Opa, Oma angewiesen und sind dann dementsprechend weniger aktiv und weniger selbstständig. Also du sprichst ja akzentfrei Deutsch, also du bist ja extrem flüssig.
Also, das habe ich immer sehr bewundert, weil ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man eine ausländische Sprache, vor allem eine Sprache spricht, die so ganz anders ist als das, was man gewohnt ist. Ähm, Wann hast du gemerkt, dass du wirklich sprachlich angekommen bist? Wie lange hat das ungefähr gedauert? Ich denke, man braucht ungefähr 2 Jahre mindestens. Also Lernen ist nie genug, aber um so flüssig Deutsch einfach aus dem Bauch rauszuhauen können, braucht man ungefähr 2 Jahre und dafür braucht man auch eine Menge Mühe und Übung. Ich habe mich immer auf diese Aussprache konzentriert und geübt und immer wieder versucht. Ne? Und ich gebe mir keine Zufriedenheit, keine schnelle Zufriedenheit, sondern ich übe immer wieder diese schwierigen Wörter mehrfach. Und ja, dadurch konnte ich auch einigermaßen besser als anderen Mitschüler aussprechen, akzentfrei sprechen. In Deutschland gibt es ja das Sprichwort: „Übung macht den Genau, Meister." Übung macht den Meister, ja. Mhm. Gut, das ist, denke ich mal, ein gutes Schlusswort. Mhm. Ähm, also vielen, vielen Dank, dass du Zeit für Ja, uns gehabt hast. Du bist ja für viele ein Vorbild, denke ich, danke weil dir. du mit viel Fleiß auch Erfolg gehabt hast. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und ja, ich denke, dass du da mit vielen, die an Studienkolleg wollen, geholfen hast, dass sie jetzt etwas klarer sehen, was sie Ja, so danke. beachten müssen. Ja, dann bis Ja, bald. danke Christoph. Also ich Danke dir. wünsche euch auch viel Erfolg mit dem Vielen neuen Dank. WBS Studiencollege in Magdeburg. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit euch zusammenarbeiten können und euch da in diesem Projekt unterstützen können. Vielen Dank. Und Gerne. ja, dann viele Grüße auch an dein Team in Vietnam und Jo, bis bald. ciao. Auf Tschüss. Wiederhören. Tschüss. Tschüss.